Das hier ist Platz 2 und das hier ist Platz 1. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher ist. Auf Platz 3 ist der, auf Platz 2 ist der, und nach eurer Bewertung hat der Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Wir haben die 5 besten Fernseher des Jahres gekauft, zusammen mit einem 40.000 € Mastering-Monitor in einen Raum gestellt und dann 7 Videoexperten eingeladen, damit die sich eine ganze Masse an Testsequenzen anschauen und die Fernseher bewerten, ohne dass sie wissen, um welche Fernseher es sich handelt. Wir haben hier einen Philips OLED 908, einen Samsung S95C, den Panasonic MZW 2004, einen LG OLED G3 und den Sony A95L, alle in 55 Zoll. Und diese Geräte haben wir alle selbst im Handel gekauft und natürlich getestet. Nur so können wir sicher gehen, dass es weder Montagsmodelle noch von den Herstellern handverlesene Exemplare sind. Damit man nicht äußerlich erkennen kann, welcher Fernseher von welchem Hersteller ist, haben wir alle so weit abgeklebt und auf identische Ständer gepackt, dass sie, zumindest ausgeschaltet, erstmal alle gleich aussehen. Wir haben alle Fernseher kalibriert und damit man auch weiß, wie das Bild aussehen soll, einen Sony BVM HX310 Mastering Monitor mit Dual LCD Panel als Referenz noch dazugestellt. Aber wir, also Herbert, Torben und ich, befassen uns ja tagtäglich mit genau diesen Fernsehern und wissen, welcher ist. Deswegen, Herbert, kannst du vielleicht kurz sagen, wen wir eingeladen haben, um wirklich einen Blindtest durchführen zu können? Wir haben insgesamt 7 Experten bzw. auch eine Expertin eingeladen, die aus verschiedenen Ecken Deutschlands kommen oder auch aus ganz verschiedenen Berufen. Da sind 2 Koloristen, die richtige Filme in Kurz- und Langform bis hin zum Beispiel dieses Beziehungsdrama Touched von vor ein paar Jahren koloriert und gegradet haben. Dann haben wir einen Menschen, da kann ich so schnell gar nicht aufzählen, was er schon alles gemacht hat. Dr. Dietrich Westerkamp hat die ganze Fernsehentwicklung hin zu HDTV, zu Ultra HD begleitet, hat mit an der HDMI-Schnittstellenentwicklung gearbeitet, einen Emmy Award bekommen. Ansonsten einen befreundeten Kollegen aus Belgien, TV-Experte, Tester, seit 15 Jahren super erfahren. Weitere Teilnehmer kommen aus dem Kompetenzzentrum der ARD. Dann haben wir einen Broadcast-Techniker vom Südwestfunk dabei und die Studentin. Genau. Wir haben tatsächlich eine Dame dabei, die Lea Piaskowski macht gerade eine Masterarbeit an der Hochschule der Medien in Stuttgart und arbeitet über HDR Upscaling. Also quasi ob man den Unterschied sieht zwischen Full HD mit High Dynamic Range und UHD mit High Dynamic Range. Genau. Und Torben, wie haben wir dann das Shootout gemacht? Also theoretisch könnten wir uns tagelang hier Filme, Testszenen etc. angucken. Aber wir haben uns ein paar aussagekräftige Szenen rausgesucht, mit denen wir die Fernseher hier so ein bisschen herausfordern können und die den Teilnehmern gezeigt. Werden wir natürlich auch gleich noch im Detail vorstellen. Aber was haben die Teilnehmer dann damit gemacht? Die haben im Endeffekt dann die einzelnen Fernseher in einem Ranking von Platz 1 bis 5 verteilt. Und die Summe wird dann am Ende den Gesamtsieg ausmachen. Genau. Danke. Bevor wir zu den Gewinnern für die beste Bildqualität im Heimkino, tagsüber, beim Gaming und insgesamt kommen, will ich euch kurz erklären, was für Inhalte wir alles gezeigt haben. Es ging los mit Szenen in Standard Dynamic Range und so viel kann ich ja vorwegnehmen, die Fernseher waren hier echt super nah beieinander. Für Details im dunklen Bild liefen als erstes Szenen aus Game of Thrones und Gravity. Dann wurde anhand des Intros von Casino Royale das Upscaling bewertet und für helle Szenen kam dann direkt die Passage am Anfang des Films, die auch viel Action und somit schnelle Bewegungen hat. In SDR haben diese Fernseher natürlich die Kapazitäten, alles perfekt zu machen. Und sie kommen ja auch extrem nah
an das Referenzbild. In High Dynamic Range wird es aber anspruchsvoller. Und es ging auch direkt los mit einer Testsequenz, an der man sehen kann, wo die Fernseher die Grenze ziehen müssen. Das kann man jetzt hier im Video gar nicht mehr wirklich sehen, weil es eben den Dynamikumfang von YouTube deutlich übersteigt. Wir haben uns auch dagegen entschieden, die Aufnahme so stark zu verändern, dass ihr hier jetzt auf YouTube einen Unterschied sehen könntet, weil das Bild zu sehr verfälscht. Es folgten die bekannten Testbilder für verschiedene Hauttöne und weitere HDR-Sequenzen von Spears & Mansell. Und da wurden die Unterschiede auch schon deutlicher. Damit alle Fernseher die gleichen Voraussetzungen haben, mussten wir uns ja auf HDR10-Inhalte wie die Szene aus Harry Potter für dunkle Details beschränken. Aber auch hier, genau wie in den helleren Szenen von Life of Pi oder Dune, konnte man große Unterschiede im direkten Vergleich ausmachen. Es ging aber auch um normale Einstellungen und normale Inhalte tagsüber, wenn man so will. Also die Standardeinstellungen der Fernseher und Content, der nicht zwingend in der besten Qualität aufgenommen wurde oder vorliegt. Dafür haben wir zum Beispiel eine Szene benutzt, die ich in Las Vegas mit der Selfie-Kamera meines iPhones aufgenommen hatte und dann auf YouTube hochgeladen wurde. Genauso stellen aber Fußballaufnahmen die TVs vor größere Aufgaben, als man vielleicht denkt. Und wir wollten auch noch eine Szene vergleichen, die wir vorher schon mal mit korrekten oder neutraleren Einstellungen gesehen hatten. Also haben wir nochmal in einem sehr hell beleuchteten Setting mit Standardeinstellungen die gleiche James-Bond-Szene angeschaut. Bevor wir uns dann dem Gaming gewidmet haben, mussten wir natürlich noch sehen, was die Fernseher an Motion drauf haben. Dafür haben wir die 3 Standardclips benutzt und hier hat mich vor allem überrascht, dass wirklich alle Fernseher mit Zwischenbildberechnung immer noch irgendwelche Artefakte bzw. Fehler gemacht haben. Beim Gaming ging es nicht um die Performance, was Input Lag oder Variable Refresh Rate angeht. Da sind auch wirklich alle 5 auf einem extrem guten Level. Es ging um die Bildqualität von Xbox-Spielen und das selbstverständlich im Spielemodus. Wir haben uns für die Xbox entschieden und ein 1440p-Signal mit High Dynamic Range in 120 Hz angelegt, damit auch kein Fernseher hier irgendwelche Vorteile hat. Das bringt uns auch schon zu den Bewertungen und ich fange am besten mit den Ergebnissen für die spezifischen Anwendungen an. Die Zahlen sind die durchschnittlichen Platzierungen der jeweiligen Fernseher. Im Gaming, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, hat der Sony A95L die klar beste Einstufung bekommen, noch vor dem LG G3 und dem Philips OLED 908. Bei der besten Alltagsbildqualität ging es um Szenen mit normalen Einstellungen tagsüber, also im hellen Raum. Dabei konnte der Panasonic MZW 2004 den ersten Platz belegen, gefolgt vom LG G3 und Sony A95L. Für die beste Bildqualität im Heimkino haben wir die Rankings aller echten Filmszenen aufsummiert und auch hier konnte Panasonic den ersten Platz belegen, allerdings vor Samsung auf dem zweiten und wieder LG auf dem dritten Platz. Aber natürlich wollt ihr jetzt wissen, welcher Fernseher insgesamt gewonnen hat. Das war auch das, was unsere Expertinnen und Experten nach über 4 Stunden Vergleichen und Bewerten wirklich brennend interessiert hat. Neben den Szenen für die 3 bestimmten Wertungen fallen hier auch noch die Rankings der wirklichen Testsequenzen mit rein. Fun Fact: Die Reihenfolge der noch maskierten Fernseher hat keinen überrascht. Erst als ich die Hersteller verraten habe, da kam das Erstaunen. Aber genug der Worte. Also auf Platz 5 kann man vielleicht schon am Bildschirmschoner erkennen, den Philips OLED Plus 908. Auf Platz 4 haben wir den Sony A95L. Auf Platz 3 ist der Samsung S95C. Auf Platz 2 ist der Panasonic MZW 2004. Ja, und das macht den LG OLED G3 zum Fernseher mit der besten Bildqualität. Dahinter folgt Panasonic, der vor allem beim Gaming federn lassen musste, weil er nicht ganz so hell geworden ist. Samsung und Sony waren in der Gesamtwertung sehr nah beieinander. Nur Philips konnte nicht ganz mit der harten Konkurrenz mithalten.
Auf hifi.de findet ihr noch mehr Details und Informationen zu unserem TV-Shootout 2023. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Einerseits zu den Ergebnissen, aber natürlich auch zu unserem TV-Shootout im Allgemeinen. Also teilt sie unten in den Kommentaren. Unser großes Dankeschön geht natürlich an alle, die für das Shootout zu uns gekommen sind und die das hier alles möglich gemacht haben. Damit wir so ein aufwendiges Event, und das darf man ja ruhig so sagen, nochmal machen können, beziehungsweise beim nächsten Mal hoffentlich sogar noch etwas besser machen können, brauchen wir eure Unterstützung. Also abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht die Glocke an und erzählt auch einfach weiter, was wir hier alles auf die Beine stellen. Denn dadurch macht ihr vor den Bildschirmen solche Inhalte möglich. Also danke an alle, die unseren Kanal abonniert haben.